In den letzten Videos haben wir das Nexi-System so weit konfiguriert, dass es jetzt vollumfänglich genutzt werden kann. Alle Sensoren können jetzt ihre Daten über die jeweilige Materialsituation übermitteln. Gleichzeitig können Informationen auf den Shopfloor zurückgespielt oder Aktionen getriggert werden. Sehr oft ist es aber so, dass an einem Standort unterschiedliche Dinge passieren, die miteinander nichts zu tun haben oder zu tun haben sollen. Das könnten zum Beispiel unterschiedliche Hallen sein, in denen das Nexi-System verbaut ist, zwar über eine gemeinsame Sensor-Bridge verwaltet, aber in der Organisation sollen sie getrennt betrachtet werden. Oder es gibt in einer Halle Anwendungsfälle, die von unterschiedlichen Abteilungen organisiert werden. Beispielsweise ist eine Abteilung für alle Anwendungen mit Regalwippen zuständig und eine andere Abteilung nutzt alle Relaisempfänger. Aber wenn dann alle in die Konfigurationsoberfläche schauen dürfen und auch die entsprechenden Geräte von den anderen Abteilungen umkonfigurieren können, kann das leicht zu Chaos führen. Um das zu vermeiden, haben wir die Mandantenfähigkeit in das Nexi-System integriert. Das heißt, ich kann in der Sensor Bridge unterschiedliche Mandanten anlegen, die jeweils auf unterschiedliche Teile des Nexi-Systems zugreifen können. Ich logge mich wieder als Admin in die Sensor Bridge Oberfläche ein. Hier oben rechts sehen wir den aktuellen Mandanten. Einen Mandanten gibt es standardmäßig immer, den Mandanten Steute. Der kann nicht gelöscht werden und hat gleichzeitig Super-Admin-Rechte. Als Mandant Steute kann ich weitere Mandanten anlegen und deren Rechte konfigurieren. Dazu klicke ich auf das Benutzermenü und den Unterpunkt Mandantenverwaltung. Ich lege jetzt mal 2 neue Mandanten an. Ein Klick auf das Plus und ein neuer Mandant kann erstellt werden. Den einen nennen wir mal Wippennutzer und den anderen Relaisnutzer. Im realen Fall bieten sich hier natürlich aussagekräftigere Namen an. Für dieses Beispiel nennen wir die Mandanten aber zur besseren Übersichtlichkeit einfach mal nach ihrem Anwendungsfall. Man kann einen Login-Hinweis geben, wenn zum Beispiel das Passwort vergessen wurde. Das erscheint dann auf der Anmeldeseite. Ich schreibe hier mal, rufen Sie den IT-Service unter Telefonnummer 110 an. Ebenso kann ich zum Mandanten einen entsprechenden Kommentar hinterlegen. Hier nehme ich mal Anwendung mit Wippen. Und ich erstelle einen weiteren Mandanten, den Mandanten Relaisnutzer. Auch hier rufen Sie den IT-Service unter Telefonnummer 110 an und die Bemerkung ist Anwendung mit Relais. Um mich hinterher bei einem dieser Mandanten anzumelden, muss ich als deren berechtigter Nutzer registriert sein. Deswegen muss ich zu diesen Mandanten entsprechend noch Benutzer anlegen. Derzeit bin ich als Admin im Mandant Steute angemeldet. Als Admin im Mandant Steute habe ich Universalrechte. Ich kann daher schon mal so tun, als wenn ich jetzt im Mandant Wippennutzer wäre, kann dort auf die Benutzerverwaltung gehen und ich sehe als Mandant Wippennutzer, hier oben steht, welcher Mandant ich gerade bin, gibt es noch keine Benutzer. Ich lege jetzt mal einen Benutzer an, den nenne ich Wippennutzer 1. Für den Wippennutzer 1 kann ich jetzt verschiedene Berechtigungsstufen vergeben. Ich vergebe hier mal das Admin. Das heißt, Wippennutzer 1 kann alles machen, neue Schalter hinzufügen, konfigurieren und auch löschen. Es gibt als weiteres die Stufe Read and Write, wo er nur eingeschränkte Zugriffsrechte hat und eher noch interessanter, die Stufe Read Only. Beispielsweise soll vielleicht ein Servicetechniker nur Zugriff auf die Schalterliste haben, um sich anzusehen, wo eventuell der Batteriestand niedrig ist und die Batterien getauscht werden müssen, ohne dass er womöglich etwas Grundlegendes an der Konfiguration verändern kann. Für die REST-API kann ich nochmal gesonderte Rechte vergeben. Jetzt noch die Vergabe eines Passwortes, mindestens 8 Zeichen lang, und ich habe den User Wippennutzer 1 im Mandanten Wippennutzer angelegt. Synonym mache ich das jetzt auch für den Mandanten Relaisnutzer. Der Relaisnutzer 1 ist auch ein Admin und auch für den vergebe ich ein Passwort. Insgesamt habe ich jetzt 2 zusätzliche Mandanten mit jeweils einem User angelegt.
wenn sich jetzt einer der gerade angelegten User mit seinen Zugangsdaten in der Sensor Bridge einloggt, sieht er alles das, was in seinem Mandanten verfügbar ist. Ich mache das jetzt mal zur Illustration, öffne 2 weitere Browserfenster und logge mich einmal als Wippennutzer 1 im Mandanten Wippennutzer und einmal als Relay-Nutzer 1 im Mandanten Relay-Nutzer ein. Die Access Points sind als gemeinsame Infrastruktur in allen Mandanten sichtbar. Ein Sensor oder Aktor ist für jeden Mandanten aber nur dann sichtbar, solange er keiner verwalteten Gruppe zugewiesen ist. Da neue Geräte automatisch der nicht verwalteten Default-Gruppe zugewiesen werden, erscheinen sie damit in der Liste Sensoren und Aktoren aller Mandanten. Wird aber ein Gerät einer verwalteten Gruppe zugewiesen, erscheint es nur noch im entsprechenden Mandanten und ist damit für die User der anderen Mandanten nicht mehr sichtbar. Für die beiden neuen Mandanten haben wir noch keine Gruppen angelegt. Das machen wir jetzt mal. Im Mandanten Wippennutzer legen wir mal die Gruppe Halle 1 Wippen an, bei den Relais-Nutzern die Gruppe Halle 1 Relais. So, jetzt haben wir in den beiden neuen Mandanten entsprechende Gruppen angelegt und können jetzt mit ihnen arbeiten. Schauen wir mal, was passiert, wenn ich jetzt als einer der Mandanten einen der bisher nicht zugewiesenen Sensoren meiner Gruppe zuordne. Er verschwindet bei den anderen Mandanten und ist somit für die nicht mehr erreichbar. Grundsätzlich kann jeder Sensor nur einer Gruppe zugeordnet werden. Und das passiert nach dem First-Come, First-Serve-Prinzip. Soll ein Sensor für einen anderen Mandanten arbeiten, muss er vom vorherigen Mandanten freigegeben werden. Er wird aus der Gruppe herausgelöst und einer nicht verwalteten Gruppe, wie zum Beispiel der Default-Gruppe, zugeordnet. Erst dann ist er für alle anderen Mandanten sichtbar und kann dann, salopp ausgedrückt, von einem anderen geschnappt werden. Für die Organisation und Gruppenstrukturierung eines Mandanten gilt also folgende Vorgehensweise. Ein neues Gerät wird aktiviert, erscheint daraufhin bei allen Mandanten in der Default-Gruppe und der Mandant, für den das Gerät gedacht ist, kann diesen Sensor dann einer seiner Gruppen einverleiben. Das Ergebnis? Das Nexi-System. Eine einzige Funkinfrastruktur und so viele getrennte Anwendungen, wie man möchte. Das war's für heute. Viel Spaß beim Nachmachen. Wir sehen uns.